Noch sind diese alten Koffer leer, doch schon bald sind sie vollgestopft mit Erinnerungen. Möglich macht das die Aktion Ein Koffer voller Leben des Vereins Gemeinsam Leben und Lernen in Europa mit Sitz in Passau. Ein jüngerer Mensch und ein älterer Mensch treffen sich ein paar Mal und reden übers Leben, über ihr Leben und versuchen dann, ihr Leben in einem Lebenskoffer darzustellen. Also das heißt, sie machen Gegenstände, die repräsentativ für bestimmte Ereignisse, Werte oder Ähnliches in ihrem Leben sind. Doch bevor solche Koffer gestaltet werden können, braucht es Pärchen. Und dafür trafen sich am Samstag 12 Interessierte im Gemeinschaftsraum des Vereins. Dabei lernten sich Jung und Alt zunächst mit Spielen etwas besser kennen. Es ist jetzt nicht so, dass eine Generation nur am Reden ist und die andere hört zu. Sehr, sag ich mal, transparent. Man redet miteinander, man hört dem jeweils anderen zu. Und am Anfang hat man noch natürlich ein bisschen sich kennenlernen, ein bisschen einfühlen. Aber das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt und man kommt auch eigentlich auch auf sehr, sehr gemeinsame Nenner. Künftig sollen genau diese Gemeinsamkeiten oder aber Unterschiede Platz im Koffer finden. Dazu treffen sich die jeweiligen Pärchen bis Ende Februar knapp 10 Mal. Erste Ideen für den Inhalt gibt es bereits. Als erstes einmal ein Bild, vielleicht aus früheren Zeiten, als ich noch jung war. Und ja, vielleicht das Basteln, da muss ich mir noch was überlegen. Das ist nicht so mein Ding, aber man kann ja alles, man muss nur wollen. Tipps und Tricks für die Gestaltung erhalten die Teilnehmenden dabei in entsprechenden Workshops. Und auch die benötigten Materialien stellt der Verein. Dieser organisierte die Lebenskofferaktion bereits zum 2. Mal. Der Grund, das positive Feedback. Sie haben sehr viele Ähnlichkeiten entdeckt, sie haben sich sehr viel ausgetauscht und auch wirklich viel voneinander gelernt. Also der eine Senior hat erzählt, für ihn war das super, einfach sein Leben nochmal zu reflektieren und Dinge zu überlegen. Und er hat sich auch inspirieren lassen von dem jungen Mann, den er als Partner hatte. Und der andere hat gesagt, für ihn war es gut zu erleben, jemand hat auch Brüche im Lebenslauf gehabt und trotzdem ein gutes Leben geführt. Und das hat ihm Mut gemacht in der Situation, wo er selber nicht weiß, wo geht es denn hin mit meinem Leben. Ein großer Bruch im Leben vieler Menschen war die Corona-Pandemie. Eine Zeit voller Sorgen und Einsamkeit. Mit ein Grund, warum Student Leopold Teil der Kofferaktion ist. Ich habe mein erstes Semester während Corona angefangen. Also das heißt, die letzten 2 Jahre war alles sehr virtuell, ohne viele menschliche Begegnungen. Und man hat natürlich auch immer in den Nachrichten gelesen, gerade auch die Älteren, dass sie sehr viel allein, sehr viel daheim waren. Und dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, jetzt noch für mein letztes Semester engagiere ich mich ehrenamtlich in so einem Projekt, um einfach das Zwischenmenschliche wieder zurückzubringen. Genau dieses zwischenmenschliche Gefühl will der Verein weitergeben und verleiht deswegen 10 selbstgestaltete Koffer der ersten Aktion weiter. Die Lebenskoffer behalten wir und wir machen Ausstellungen. Also das heißt, man kann sich bei uns melden, wenn man diese Ausstellung ausleihen möchte, weil wir wollen andere, jüngere und ältere Menschen inspirieren, ein eigenes Lebenskofferprojekt mit einem jüngeren bzw. älteren Menschen zu starten. Denn schließlich gibt es viel, was die ältere Generation der Jüngeren vermitteln kann und natürlich auch umgekehrt. Dafür braucht es lediglich Kontakt, Offenheit und Gespräche.